Nach dem von uns schon von der Firma Infinity getesteten Board Edge Pro kommt hier eine etwas moderatere Allround Twin-Tip-Variante. Das Exceed Boys and Girls nennt sich das Ganze. Warum? Da kommen wir noch zu. Eine Glas-Wood-Sandwich-Bauweise in sehr guter Verarbeitung. Mit seinen Abmaßen von 1,35 Meter und in der Breite haben wir gemessen 40,5, besitzt das Exceed wirklich gute Angleiteigenschaften. Mit nur leicht konstantem Keilzug gibt es hier ein flüssiges Beschleunigungsverhalten und auch ein schnelles Erreichen einer hohen Endgeschwindigkeit. Hier ist mit der Gestaltung der Rockerlinie auch bei einer Aufbiegung an den Tips von 4,5 cm ein sehr schöner Kompromiss gelungen, der das Board in seinen Fahrleistungen nicht einschränkt. Der leichte Mono-Channel dieses Boards und die 4,5 cm langen Finnen halten das Exceed gut auf die Spur, sodass hier gute Anwendeigenschaften abzurufen sind. Ein klein wenig Gefühl für so ein Twin-Tip sollte schon da sein, damit man hier das Optimum an Leistung abrufen kann. Aber auch für geringere Fahrkunststufen ist ein völlig unproblematisches Höhelaufen möglich. Von der Spurtreue ist das ganze Board hier mittelloose abgestimmt. Man braucht einen mittleren Kraftaufwand, um das Board unter sich zu switchen. Dabei ist der Übergang vom Griff zur Finne ganz harmonisch und gleichmäßig. Das Exceed 135 dreht in engsten Radien mit einem wirklich sehr geringen Kraftaufwand. Dabei hat es durchgehend einen schönen Zug auf der Kante und ist eher leicht und spielerisch von seinem gesamten Gefühl. Gerade für Fahrer und Fahrerinnen, die auch mal mit ihrem Twin-Tip in der Welle ein wenig rumspielen wollen, ist das hier eine ganz ausgezeichnete Wahl. In puncto Laufruhe ist das Exceed 135 nicht nur durch die weichen Pads gut gedämpft, sondern wir haben auch im mittleren Teil einen weichen Flex und mit der Rockerlinie von 4,5 cm ist das Ganze hier auch für sehr leichte Personen ein wirklich komfortables Fahren. Und obwohl es für die meisten unserer Tester halt, die doch etwas schwerer sind, ein kurzes Brett darstellt, war hier nichts von Einspitzeln oder Spritzwasser, was in irgendeiner Weise die Laufruhe stört, zu spüren. Diese hier wirklich sehr harmonische Abstimmung, welche sich auch über eine große Bandbreite erstreckt, lässt einfach in allen Bereichen ein hohes Maß an Kontrolle zu. Es erinnert hier an ähnliche Allrounder wie ein Duotone Jaime, die in diesem Top-Allround-Bereich für sich punkten können. Diese doch außergewöhnlich gute und harmonische Abstimmung sorgt auch dafür, dass der Absprung eingehakt hier sehr einfach und leicht mit wenig Kraftaufwand gelingt. Wir haben eine saubere Führung bis zum Absprung. Wir haben eine gut greifende Kante, durch die Finnen ausreichend unterstützt, sodass man hier in Glattwasser sowie auch Kabelwasser einfach und leicht den Absprung findet und gut Leinenspannung aufbauen kann. Und Liebhaber, die bei Starkwind auch gerne mal kleinere Boards fahren, werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Wir haben von der Abstimmung her zu den Tipps hin wirklich harte Tipps im Vergleich zur Boardmitte, sodass hier auch, wenn mal mit mehr Kraft gearbeitet wird oder mehr Wind vorhanden ist, da mehr Druck produziert wird, trotzdem das Board halt nicht nachgibt und hier Leistung verpufft. Also man kann hier wirklich auch über die gesamte Bandbreite von geringen Windstärken bis hohen Windstärken das Maximum an Leistung einfach abrufen. Zudem verhält es sich halt nach der Landung halt sehr komfortabel und präzise. Die gute Dämpfung hatten wir schon erwähnt und auch die saubere Führung setzt sofort wieder ein, außer wie wenn hier gesehen halt die Landegeschwindigkeit dann vielleicht doch etwas zu hoch ist und dann
kann es auch mal sein, dass dieser weichere Flex in der Mitte etwas nachgibt. Die insgesamt doch runde Outline und ihre stärkere Rockerlinie möchten mit einem kurzen progressiven Ankantvorgang das Maximum an Leistung bereitstellen. Aufgrund der schon zuvor erwähnten harten Tipps lässt sich hier ein ordentlicher Pop generieren, auch für Körpergewichte bis 85 Kilo. Klar, die meisten von euch werden im Bereich Freestyle und Wakestyle lieber etwas längere Boards fahren, aber klar ist auch, dass so ein Board halt mit einer 1,35er Länge einfach auch schnell rotiert und ist auch angenehm für den einen oder anderen Trick. Sofern wie hier zu sehen auch die Landung stets präzise und satt mit guter Führung ausfällt. Infinity gibt auf seiner Webseite das optimale Körpergewicht hier bis 65 Kilo an. Das würden wir definitiv nicht so unterschreiben. Das Board lässt sich aufgrund seiner Gesamtabstimmung optimal zwischen 60 und 90 Kilo bewegen, je nachdem welchen Einsatzbereich man hier bevorzugt. Dabei braucht man ein wirklich nur geringes Fahrkönnen. Klar, für die optimale Performance, sprich man muss die Tricks auch natürlich alle können, braucht man natürlich einfach ein etwas höheres Fahrkönnen. Aber es ist halt letztendlich nicht Pflicht, um hier diese tollen Leistungen, dieses wirklich optimal und harmonisch abgestimmten Allrounders abrufen zu können. Das Ganze gibt es hier zu einem Preis von 399 € inklusive einer wirklich hervorragend sauberen Verarbeitung. Aber auch wenn es 200 oder 300 € teurer wäre, würde dieses Board mit seinen Fahrleistungen uns auf jeden Fall einen ganz dicken Daumen nach oben abgewinnen. Es ist einfach auch im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern ein sehr gutes Allround-Board.